Hey, da bin ich wieder. Wie versprochen mit dem zweiten Teil der zweiteiligen Reihe zu den Features und Systemen von Mystery LC. Im letzten Video haben wir uns die Systeme und Features generell angeguckt, also was für Endgame-Systeme, was für Zusatzmöglichkeiten, Items zu bekommen gibt es. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall unten, und wenn ich es schaffe, diese Infobox-Infomeldung oben rechts in die Ecke zu machen, müsste das jetzt aufpoppen. Mal schauen. Und heute geht es im zweiten Teil um die Klassen selbst. Was gibt es da für Systeme, die die Klassen verbessern bzw. verändern? Und welche Neuerungen, welche Änderungen, was steht bei Pets an und was bietet der Server rund um das Thema Pets? Das erste System oder das erste Feature, was wir uns auf jeden Fall angucken müssen, ist das Talent System. Im Prinzip, wer schon andere MMORPGs gespielt hat, wird Talentbäume kennen. Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Das gab es auch, glaube ich, schon auf dem Déjà-vu Oldschool Server vor was weiß ich wie vielen Jahren. Da braucht man, glaube ich, auch nicht zu tief in die einzelnen Klassen reinzugehen. Man kriegt Talent System Token, glaube ich, heißen die. Es ist noch nicht bekannt, wo man die überall bekommt. Ich glaube, im Tiered Spender sind ein paar drin. Im Case Opening kann man ein paar bekommen etc. und wahrscheinlich durch die üblichen Verdächtigen Candy Burgs etc. Und die investiert man halt in diesen Talentbaum und arbeitet sich so nach und nach durch den Talentbaum durch. Wenn man jetzt hier einfach mal Highlander als Beispiel die Skills überblickt oder die Talente überblickt, sind das einfach nur die normalen aktiven und passiven Skills, die man auch hat, nur eine Verbesserung davon. So kann man zum Beispiel Focus Mastery, ist ja ein Skill, den man als Highlander auf Level 36 bekommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, und hier kann man den eben nochmal verbessern um 2, 4 oder 6%. Also man muss 3 Punkte reinstecken und hat dann 6% mehr Hitrate nochmal on top. Wie das auch in anderen Spielen so ist, muss man immer erst einen bestimmten Amount, eine bestimmte Anzahl an Punkten in eine bestimmte Reihe reingesteckt haben, bevor man die nächste Reihe freischaltet. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie es hier ist. Werden wir am Freitag sehen, dass man in die erste Reihe 10 Punkte reinstecken muss, bevor sich die zweite Reihe freischaltet. Oder 5 oder 7 oder 15 wird man dann sehen. Und desto tiefer die Reihen, desto besser natürlich auch die Skills. Für den Highlander besonders interessant ist natürlich, in Reihe 3 gibt es ein Talent, wo man seinen Haupt-AOE nochmal um 10% verbessern kann. Das ist ganz, ganz wichtig, ähnlich wie Cannon Spike, Single-Target Skill, die man verbessern kann. Und so gibt es ein paar, die natürlich ein bisschen mehr auf PvP ausgelegt sind, beziehungsweise ein bisschen mehr auf PvE ausgelegt sind, analog zu den normalen Skills. Und wenn ich jetzt so durchgehe, dann seht ihr, dass das die gleichen Skills sind, die jeder in seinem normalen Skilltrainer hat, nur dass es halt einzelne Verbesserungen sind. Genau, also viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, außer dass hier der Night Shadow schon drin ist, was natürlich keinen Sinn macht, weil es den noch nicht gibt. Ich habe jetzt nichts entdeckt, was so besonders ist, also das wird einfach nur ein bisschen passive Verbesserung der einzelnen Skills der gesamten Klasse sein. Was ja auch nicht schlecht ist, dann kann man spezifisch in einzelne PvP-Talente oder PvE-Talente sich verbessern, weil ich denke, es wird ein Heidenaufwand sein, das Ding voll zu machen. Ich habe jetzt zusammengerechnet, wie viele Punkte man braucht, um den Highlander beispielsweise voll zu machen, aber es wird einiges sein, und ich glaube nicht, dass man die wie Sand am Meer bekommt. Also auch wieder was, wo man drauf hinarbeiten muss. Finde ich persönlich spannend. Die Welt nicht neu erfunden an der Stelle, aber ein weiteres System, weitere Möglichkeit, seine Charakter zu verbessern und auf was hinzuarbeiten. So, jetzt wird es ein bisschen spannender. Und zwar nennt sich das Facet-System. Ich nehme an von Facette, wie auch immer. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, von Dota inspiriert, sagen wir mal. Und wenn man Level 31 ist, kann man, wenn man seine Subklasse gewählt hat, auch sich für eine von mehreren Facets entscheiden. Das sind ein aktiver oder passiver Skill, den man dazu bekommt. Die kann man auch wechseln. Dafür braucht man allerdings ein Cache-Item. Und ich denke, das ist was ganz Neues. Skills, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, und über die sollte man mal drüber gehen, weil das kann besonders interessant sein. Wir gehen einfach eins nach dem anderen durch. Highlander Last Straw
wenn die HP unter 25% fällt und man noch Schaden bekommt, gibt es eine 15% Chance, dass alle deine Debuffs entfernt werden. Hört sich jetzt im ersten Moment nicht so berauschend an. Vor allem nicht für PvE, wo ich nur ganz selten Probleme mit Debuffs habe, seien das die Bäume im Turm, die Mumien in der Pyra, die silenzen können. Ansonsten gibt es nicht viele Debuffs, die mich stören würden, die so ein Talent nötig machen würden im PvE. Im PvP kann das natürlich besser sein. Ich sehe aber, wie hoch ist die Chance, dass wenn man unter 25% fällt, Schaden kassiert und dann hat man nur eine 15% Chance, wird man rausfinden müssen, wie gut das ist. Culling Blade hört sich schon wesentlich interessanter an. Das ist ein aktiver Skill und der ist relativ simpel. Wenn das Target weniger als 20% seiner maximalen HP hat, kann man es one-shotten. Das funktioniert nicht bei Bossen und Monstern, bei Bossen und Spielern. Sprich, du kannst die Raid-Bosse nicht am Ende one-shotten und PvP auch nicht. Ich glaube, das ist im Early Game bis Level 50 nicht so wirklich interessant, weil 20% der HP bei den meisten Nicht-Boss-Monster sollte auch jeder andere Skill One-Shot sein. Wenn es nachher um 100er-Bereich oder was weiß ich sag jetzt mal Teufelszauberer im Turm in Egea, kann das schon eine ganz andere Hausnummer sein, wenn man da 20% HP die Monster one-shotten kann. Hängt aber auch davon ab, wie lang ist der Cooldown etc. Bin ich fürs Early Game nicht überzeugt von. Das nächste ist ein einfacher FP-Buff. Man kriegt 15% mehr FP. Hört sich auf den ersten Blick langweilig an. Aber wir haben im letzten Video besprochen, dieses Item Exchange-System, wo man die Saphire von Estella bekommt. Für 10.000 FP kriegt man ein paar Items. Ist mal 15% schneller. Hängt schwer davon ab, wie viel SP man oder wie viel FP man generell farmt im Spiel. Kann gut sein, kann aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ich weiß nicht, wie viable das System am Ende wirklich ist. Wenn man 10.000 FP innerhalb von 20 Minuten farmt und kann das um 3 Minuten reduzieren, ist das bestimmt interessant. Aber wenn man 2 Stunden für 10.000 FP kloppen muss, um dann 2 Hermes-Pöttel zu bekommen, stelle ich mal das ganze System in Frage. Also ihr werdet hier noch öfter hören, das hängt alles schwer davon ab, wie das selbst gebalanced ist. Und ein viertes Talent oder ein viertes Fesselskill, den man bekommen kann, wenn die HP unter 15% fällt, ist eine 20% Chance, dass man instant 30% seiner Max-HP zurückbekommt. Das sehe ich jetzt für PvE. Ich kann nicht dafür sprechen, wie brutal die Party-Dungeons werden und wie brutal der ganze Custom-Content ist, aber von meiner Last Chaos Experience würde ich behaupten, es ist selten so, dass ich unter 20% HP falle und dann unbedingt 30% Heal brauche. Ich müsste nicht lügen, aber ich glaube, ich bin auf meinem Highlander im letzten Let's Play vielleicht 5-mal, 10-mal gestorben. Also diese Survivability weiß ich nicht, ob ich die aktuell da sehe. Kriegsmeister hingegen sieht ein bisschen anders aus. Learning Curve, die dreifache Menge an Attributen für Skill Points. Ich gehe davon aus, dass sie an der Stelle Stat Points meinen. Und ich glaube, das ist richtig OP. Oder OP ist vielleicht jetzt übertrieben. Ich will nicht so sensationsgeil sein, aber ich glaube, das ist richtig stark, wenn man überlegt. Ich glaube, ich habe es die Tage nachgelesen, der Warmaster bekommt 2/3 physischen Angriff, also 0,66 physischen Angriff pro Stärkepunkt und 0,9 Crit und 0,6 Deadly, glaube ich, auf den Deja-Servern. Also die haben den Crit und das Deadly von Geschicklichkeit auf Stärke geholt. Da würde ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen, ob das wieder so gemacht ist. Und anstatt 0,66 Angriff würde er stattdessen halt 2 Angriff bekommen. Also bei 100 Skill Points anstatt 66 Angriff, 200 Angriff. Was schon sehr gut ist, aber ich finde, wilder wird es noch,
bei Konstitution, wo man, glaube ich, 3 HP und 3 Mana bekommt, würden bei 100 Punkten 300 HP, 300 Mana sein. Und mit dem Skill wären das 900 HP und 900 Mana. Also das skaliert halt, glaube ich, ekelhaft, desto höher die Level sind. Überleg mal, random Level 150. Wir haben 150, ne, deutlich mehr. Wir haben 300 Stat Points und anstatt 900 HP kriegt ihr 2700 HP. Also das kommt mir schon sehr, sehr stark vor. Da bin ich mal gespannt, wie das Balancing insgesamt bei den Systemen sein wird. Gleiches gilt auch für den Berserk-Skill. Das ist ein Self-Buff, der Attack Speed um 1 erhöht, die Verteidigung und Magieverteidigung um 10 reduziert, aber auch den Angriff um 5% erhöht. 40 Sekunden Duration, 120 Sekunden Cooldown, also ein Drittel der Zeit hat man einen Angriffsbuff für Speed und generell Angriffsstat und gibt nur 10% Verteidigung ab, was ich sehr stark finde. Also das glaube ich, fürs Leveln wird das der beste Fessel-Skill am Anfang sein. Muss man halt schauen, wie Learning Curve skaliert. Vor allem im PvP ist das interessant. Am Ende gibt es noch ein 25% Battle Pass Points Increase. Wie gesagt, ist ähnlich wie mit dem SP Increase beim Highlander. Kann sehr geil sein. Hängt aber auch davon ab, ob man es braucht, vielleicht wie viel man spielt, wenn man es nicht schafft, seinen Battle Pass regelmäßig voll zu kriegen, beziehungsweise ob der 5% Attack Buff auf lange Sicht nicht besser ist, weil man mehr Monster haut und dadurch mehr Battle Pass Points macht. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Ist auf jeden Fall interessant. Kurz über den Ritter als nächstes. Als Templer Last Defense, wenn man unter 20% HP fällt, kriegt man 20% Magie und physische Verteidigung dazu. PvP vielleicht. Oder in Custom Content interessant, aber im normalen, also für immer meinen Blickwinkel betrachten, ich bin der pureste PvE langweilige Grinder, den es gibt. Da aus meiner Perspektive sehe ich das nicht so. Dagegen Pierce the Veil ist schon interessanter. Man gibt 30% physische Verteidigung ab, um 15% Angriff zu bekommen. Verteidigung hat man genug. 20 Sekunden auf 1 Minute Cooldown, also wieder ein Drittel der Zeit. Ein Drittel der Zeit 15% mehr Angriff. Das denke ich fürs Leveln sehr interessant. Und dann der letzte Armor Expert. Man hat eine Chance, einen Debuff auf den Gegner zu machen, der die physische Verteidigung bei 15% reduziert. Ist halt die Frage, wie hoch ist die Chance? Ich könnte mir das im Gruppensetup bei Bossen im Party-Dungeon spannend vorstellen. Weil dann profitiert man nicht nur als einziger davon, wie wenn man 15% Attack-Buff hat, sondern man reduziert die Verteidigung und alle anderen. Ich sage jetzt mal, alle anderen 5 profitieren auch davon. Also ich denke, das ist eher ein Gruppending, aber interessant. Königsritter ist wieder 25% mehr Battle Pass Points. Wie gesagt, es wird interessant sein, wie die Zahlen sind, die man da farmt. Der Royal Mark, das ist, denke ich, der PvP-Skill. Es gibt die Chance, dass man seinem Gegner einen Debuff gibt, der dessen Ausweichen und deine eigene Hitrate um 10% erhöht. Die Chance ist 5%, dass der landet. Die Frage ist halt, da das mit dem Hitrate in Klammern geschrieben ist, ob die meinen, die 10% Reduzierung des Ausweichens ist quasi der 10% Buff vom Hitrate, oder meinen die 10% Ausweichen weg und du kriegst 10% Hitrate dazu. Könnte interessant sein. Bei einer 5% Chance, jeder 20. Hit, glaube ich, für PvP ganz interessant für Royal Knights, weil die ja immer auf der Suche nach mehr Hitrate sind. Und der letzte Royal Fighter, wenn dein Mana unter 20% ist, kriegst du 30% Crit dazu. Glaube ich nicht, dass das gespielt wird.
das ist so Downtime aufrechterhalten. Wenn man nicht Mana hat, macht man mehr Crit. Rein um DPS Min-Maxing zu betreiben, wahrscheinlich nicht schlecht. Aber ich unterstelle einfach mal, dass viel mit MP-Absorb gespielt wird und dass leeres Mana ein kleines Problem ist, beziehungsweise ein kurzweiliges kleines Problem ist, dass man schnell da wieder einen Absorb reinzieht und weiter bashen kann. Aber das ist auch wieder so ein Ding, muss man mal sehen, wie das ganze Spiel funktioniert, was sie verändert haben. Was Vanilla LC angeht, sehe ich das nicht, dass das interessant sein wird, vor allem wenn Royal Mark ein echter PvP-Hitrate-Boost ist. Ich glaube, das wird da das meistgespielte sein. Kommen wir zur Heilerin. Ein einfacher, passiver 5 Einheiten, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, Meter wäre wahrscheinlich falsch. 5 Einheiten Verlängerung der Attack Range, also 25% Buff auf Attack Range. Kann interessant sein, man kann früher angreifen. Muss man mal schauen, kann ich nicht so gut einschätzen. Petlover 25% mehr XP für P2-Pads, das ist, glaube ich, sehr interessant. Also ich glaube, dass das es Archern deutlich einfacher macht, die Pads hochzuziehen. Vor allem, wenn das stackt mit allen Pad-EP erhöhenden Mitteln. Und Piercing Arrows quasi ein Debuff, der die Ausweichen und Bewegungsgeschwindigkeit reduziert von Monstern. Ich habe das Problem, dass die alles gefühlt frei Hand und ohne wie soll ich sagen, da wird ein Skill beschrieben und wie man gerade denkt, und es wird nicht geguckt, wie man andere beschrieben hat. Also gilt das nur für Monster, geht das für PvP auch, weil das ist für mich gerade der PvP-Skill, der interessant ist. Funktioniert nicht für Bosse, okay, von mir aus funktioniert es auf Monster. Was ist die Chance, also was ist die Prozentzahl? Ich finde die Dokumentation an der Stelle ein bisschen wack, aber dem sei so. Das werden wir unterwegs rausfinden und vielleicht gibt es irgendwann mal hier ein Update-Video oder wir kriegen die Jungs überredet, das hier wirklich einheitlich zu beschreiben mit was sind die Cooldowns, was sind die Prozentchancen, was sind die Werte, weil Greatly Decreasing the Evasion, was heißt das? Sind das 10%, sind das 50%, sind das, weiß nicht. Und das ist natürlich interessant für PvP. Noch gerade schnell auf Cleria mal drauf geguckt. Regeneration Buff, wenn du angegriffen wirst, hast du eine Chance, einen Selbstbuff zu triggern, der deine HP und MP Regeneration stark erhöht. Ist die Frage, könnte ein PvP-Ding sein, wenn die Regeneration wirklich interessant ist, aber wer viel LC gespielt hat, der weiß, dass eigentlich Regeneration im Kampf sowieso total wack ist. Und dass man da wirklich einen hohen Buff drauf braucht, also selbst mal 3 ist da uninteressant. Aber da wird man die Zahlen sehen müssen und gucken. Cleric's Aura. Alle Party-Mitglieder kriegen eine Aura, die HP, MP, Recovery, Droprate und Magieresistenz erhöht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Skill allein dafür sorgen wird, dass jeder sich eine Level 31 Heilerin hochzieht, um den 10% 10% Droprate Buff zu haben. Wenn ich überlege, in Strajana zu stehen und 10% mehr Droprate zu haben und muss eine Heilerin nur auf Level 31 leveln später, also ich glaube, dass da macht Cleric quasi zu einem Must-Have-Buff-Char, den man beim Droppen immer dabei haben sollte. Für die Leute, die es drauf anlegen und wirklich, also für die das wirklich ernst nehmen hier. Und schlussendlich Affinity Points, Affinity Mastery, Affinity Points erhöht um 25%. Klingt gut. Ist die Frage, ob das auch für das Spenden von Items gilt. Wenn ja, sehr nice, dann wird es sich nämlich lohnen, als Heilerin auf Cleri umzuspecken, nur um Affinity-Gegenstände zu spenden. Aber ich weiß nicht, wie groß das Killspeed von Cleris ist, dass es sich für die lohnt, auf Affinity Mastery zu specken. Also ich denke,
Für PvE ist der zweite auf jeden Fall das Entscheidende und für PvP könnte der erste, wenn der Buff hoch genug ist, könnte der richtig nice sein, wenn ich an Schlachten denke. Der Beschwörer, Ele Tanky Spirits, haben mehr HP und skaliert besser mit Stärke und Konstitution und haben einen 25% Attack Speed Buff von 20 auf 15. Fire and Wind Boost, Earth and Water Boost, das kann man gar nichts sagen, das hängt davon ab. Okay, das letzte mit Defense, glaube ich, ist uninteressant, vielleicht für PvP interessant. Das kann ich gar nicht einschätzen, da müssen wir schlussendlich die Werte haben, ist ganz schwierig zu sagen. Ein Spezialist, okay, man hat mehr Attack Range oder man hat einen besseren Hellhound, Elenen. Okay, also die beiden Formen werden verbessert, ist auch wieder ohne Werte, ohne alles. Kann man, glaube ich, hier nur schwer sagen, was da los ist. Also würde ich sagen, bringen wir direkt zur Mage. Wizard Arcane Supremacy. 15% mehr FP, gleiches wie beim Highlander. Wizard ist auch ein sehr guter Farm-Char. Also wenn diese Estella Saphire sich lohnen, könnte das nice sein. Mana Conservation, 10% weniger Mana-Kosten für Skills. Müsste man schauen. Ich behaupte mal, mit MP-Absorbs hat man da MP-Probleme. Also, wenn sie nicht großartig was geändert haben, weiß ich nicht. Und Arcana Concentration wird wahrscheinlich Arcane Concentration heißen sollen. Man kriegt einen Damage-Bonus, einen Skill-Damage-Bonus basierend auf der Anzahl an Mana, die man hat. Das heißt, auf 100% Mana kriegt man 10% mehr Schaden und ab 30% 0% mehr Schaden. Also abhängig davon, wie viel Mana man hat, kriegt man Bonusschaden. Müsste man, glaube ich, sehen. Macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn wirklich viel MP-Sorb im Spiel ist und man seine Mana relativ hoch halten kann. In Phasen vom Spiel, wo MP unten ist, könnte ich mir vorstellen, dass das uninteressant ist, weil man zu wenig davon abgreift. Kommen wir noch zur Hexe. Dark Ritual, quasi so ein Self-Buff, der eine Chance von 1:5 hat, 3 positive und 2 negative Effekte. Was genau steht da nicht. Also auch noch was man sehen muss. Demonic Imps gibt eine Chance, zwischen 0 und 3 Imps zu spawnen, wenn der Gegner stirbt. Es gibt 5 verschiedene, die Imps explodieren in einem Radius nach einer gewissen Zeit und 5 Effekte, 5 Sekunden Dot, 75% Attack Speed Reduction, 30% Magic Resistance Reduction, 25% Evasion Reduction, 100% HP Recovery Reduction, 3 Sekunden interner aktiver Skill und es ist trotzdem eine Wahrscheinlichkeit, das verstehe ich nicht. Also es ist anscheinend ein aktiver Skill, wenn man Gegner tötet, dass man den noch machen kann und dann gibt es nur eine Chance, Imps zu beschwören und 100% HP Recovery. Vielleicht bin ich da vollkommen falsch unterwegs und HP Recovery ist so unfassbar wichtig. Aber von meinen Erfahrungen ist HP und MP Recovery im normalen PvE-Umfeld kompletter Unsinn. Wird auch interessant sein, ob der Skill auf PvP funktioniert. Dann könnte das interessant sein, wobei das wieder so random ist. Slowing Curse. Immer wenn die Hexe angreift, hat sie eine Chance auf einen Debuff, der den Gegner um 30% slowt für 4 Sekunden. Ist auch wieder interessant, wie oft der triggert. Ob da Skills dazu zählen, wäre wahrscheinlich eher was für PvP wieder. Müssen wir mal sehen. Das kann ich jetzt tatsächlich schlecht einschätzen.
muss endlich noch schnell den Schurken. Assassine, Assassin's Venom. Erster Satz schon, funktioniert nicht auf Bosse. Da wäre es natürlich interessant gewesen, 1% Chance, den Gegner zu vergiften, der über die Time 10% der maximalen HP zieht. Kann ich 1% Chance, jeder 100. Hit hört sich für mich ziemlich wenig an. Und dann funktioniert es nicht auf Bosse, was verständlich ist, weil da ist 10% HP viel. Hätte ich wahrscheinlich eher gemacht wie die Gift-Siegel auf den Waffen, aber schauen wir mal, steht ja oben, dass sie sich rausnehmen, die Sachen zu ändern, wenn es nicht passt, was ja auch gut ist. Bounty Hunter, 20% mehr Gold bei Monstern und PvP-Kills können auch Gold geben. Wir geben auch Gold. Und das Gold ist abhängig davon, wie der Levelunterschied zwischen Angreifer und Verteidiger ist. Bla 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 bla. Nicht abusen, sonst permanent bannen. Verständlich. Stelle ich mir cool vor, für Leute, die viel PvP machen, wenn man da ein bisschen Gold dabei bekommt. Wenn das aber jetzt, keine Ahnung, 15k sind für einen Kill auf deinem Level, ist das auch wieder Mückenschiss, sage ich mal. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist, wer weiß. Guckt die krass. Jeder Attacker hat die Chance, einen 2 Sekunden Buff auf dich selbst, also dich 2 Sekunden zu buffen, wo Deadly und Critical Points hochgehen. Mit anderen Worten, du hast die Chance, dass dein nächster Angriff eine höhere Crit- oder Deadly-Chance hat. Wie oft greift man in 2 Sekunden an? Vielleicht auch zweimal, abhängig von Attack Speed. Ist die Frage, funktioniert das auch auf Skills? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass es, also in anderen Spielen wäre das eher sowas gewesen wie geringe Chance, dass der nächste Angriff ein garantierter Deadly ist oder so. Vielleicht geht das in die Richtung und wir müssen das nur richtig balancen, aber das könnte ich mir halt für PvE, könnte ich mir das gut vorstellen, dass man, was weiß ich, eine 10% Chance hat, dass der nächste Skill, der nächste Auto-Hit ein garantierter Deadly ist und der nächste Skill ein garantierter Crucial oder wie das dann heißt ist. Müssen wir mal schauen. Ranger Bullseye, desto höher die Distanz zum Target, umso mehr Schaden machst du. 20% extra Schaden auf Max-Distanz. Würde bedeuten, dass der erste Skill aus der Distanz immer 20% extra Schaden macht. Kann gut sein. Müsste man halt sehen, wie man als Ranger die Distance wahren kann. Beziehungsweise im Gruppenumfeld ist das, glaube ich, richtig gut, weil du 20% Schaden mehr machst und einfach auf Max Distance vom Boss stehen kannst. Wobei Max Distance für Auto-Attacks und Skills ein bisschen näher ran. Oder ist das nur bei manchen Skills so? Habe ich jetzt gerade mit im Kopf. Ich glaube, für ein Netz muss man näher ran sein als für einen Auto-Attack beispielsweise. Interessant. Take Aim, aktiver Skill. Die Attack Range wird von 15 auf 10 reduziert, aber Crit und Deadly um 30% erhöht. Wie lange Cooldown, steht da nicht. Kann interessant sein, aber ich glaube, das andere Bullseye hört sich jetzt erstmal besser an. Und dritte Sharp Eye. Desto höher die Distanz zwischen dir und dem Target. Okay, das ist einfach nur ein Hitrate-Buff. 13% Hitrate erhöhen. Okay, das heißt, du kannst ab 5 gibt es 4,3% und auf Max Distance 13%. Das kann für Schlacht oder sowas kann das natürlich nice sein. Wenn der erste Angriff, den man aus Max Distance macht, mit 13% mehr Hitrate, kann das eine feine Sache sein. Muss man aber, ich meine, ich will mich nicht wiederholen, aber ich sage es jetzt noch einmal abschließend. Ich finde das sehr interessant, dieses Facet-Skill-System. Glaube aber, das tut ein ganzes Problem an Balancing auf. Also im Prinzip müsste man mit jedem neuen, oder was heißt müsste man, muss man mit jedem neuen Cap gucken, welche Facets wie gut skalieren. Also unfassbar viel mehr Aufwand für die GS und GMs. Also good luck, have fun. Ich glaube, das ist komplex zu balancen. Vor allem
PvE, PvP etc. Aber ich bin guter Dinge, ich bin gespannt darauf und freue mich mal zu gucken, was die einzelnen Dinger machen. Ein komplett neues Feature, was ich vorher so noch nirgends gesehen habe, ist das sogenannte Iris Blessing. Hier steht ganz viel, wie es funktioniert, jada jada jada, ist eigentlich relativ egal. Von Grund auf gesehen ist es einfach nur das Ignition-System ein bisschen adaptiert. Das heißt, es gibt eine Ignition-Level, das man voll machen kann, und je nach Klasse ist das ein Buff oder ein Skill. Anstatt dem, was weiß ich, 100% Damage Buff, den man bekommt, ist auch egal. Einfach Ignition, und statt dem Damage Buff kriegt jede Klasse einen anderen spezifischen Skill oder Buff. Und mal auch kurz durchgehen. In manchen Klassen ist beides dasselbe, zum Beispiel beim Titan. Während der Zeit, wo der Buff aktiv ist, kann man nicht sterben und bleibt auf 1 HP stehen. Jetzt ist die Frage, wie lange hält der Buff? 30, 40, 50 Sekunden. Oben steht, kann nicht in RVR-Zonen und bestimmten Dungeons benutzt werden. RVR soll das PvP heißen. Heißt das so viel wie nicht auf Schlachten und nicht in Party-Dungeons? Dann finde ich den Skill wiederum schlecht, weil gerade in einem Party-Dungeon oder auf einer Schlacht wäre das ja besonders interessant, mal für, was weiß ich, vielleicht nur 10 Sekunden oder 20 Sekunden oder 8 Sekunden, vielleicht auch PvE und PvP verschieden gebalanced, was weiß ich. Ansonsten kann ich mir da kein Szenario vorstellen, aber das schlägt wieder in die Richtung. Das kommt halt darauf an, wie das komplette Spiel mit dem Custom-Content ausgelegt ist. Ritter hat auch bei beiden das gleiche. Der spawnt 3 majestätische Wachen. Für 40 Sekunden greifen die gleichzeitig mit ihm an. Muss man mal sehen, ich glaube, die hat man im Trailer kurz gesehen, wie viel Schaden die machen, wie gut das ist. Generell muss man sehen, wie lange es dauert, den Buff aufzubauen. Es gibt Iris Blessing Token oder irgendwie so heißen die, wo man 10% von dem Iris Blessing durch Benutzen des Tokens voll machst. Also mit 10 Tokens könnte man quasi einmal den Skill benutzen. Ist halt, wenn du in einer Stunde Leveln das Ding 3-mal hast, für den Titan zum Leveln komplett uninteressant. Zum Droppen wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie schwer die Monster alle sein werden. Für den Ritter wird es einen kleinen DPS-Boost geben. Beim Archer kriegt man für x Sekunden, für die Dauer des Buffs, 25 Sekunden, Entschuldigung, 25 Sekunden kriegt man Attack Speed von 4, was natürlich für PvE ein richtig geiler Attack Boost ist. Wenn man das 3-mal in der Stunde hat, 4-mal, 5-mal, schöner DPS Increase. Und bei Cleric Reign of Destiny für 60 Sekunden also quasi eine Aura, die heilt und gegnerische Monster verwundet 10 Sekunden lang oder Schaden zufügt. Da werden auch die Werte entscheidend sein, wie toll das ist. Bei der Mage Wizard stellt 3 Totems, die im Angriff helfen, beziehungsweise sowohl angreifen als auch den Wizard buffen. Die Witch, das werde ich nicht versuchen, Lokomortis auszusprechen. Okay, ich habe es doch versucht. Hat einen AOE-Debuff, der verschiedene Debuffs einfach raushaut. Das wäre natürlich wieder für PvP an der Schlacht richtig stark. Im PvE-Umfeld random, meist nicht. Schurke ist Assassin Calculated Killer. Ist quasi ein stackender Buff, der für jeden Monster-Kill, während der Iris Blessing-Effekt aktiv ist, Crit und Dead erhöht. 10 Stacks Max. Und ja, ist halt die Frage, wie schnell kriegt man die 10 Stacks und wie lange läuft der Buff. Sind wir wieder beim gleichen Spiel und das ist eigentlich der interessanteste Iris Blessing Buff oder wie auch immer. Ranger hat eine Chance von 80%, ein zweites Ziel, was nahe zum ersten Ziel steht, zu treffen. Nur mit Auto-Attacks, auch mit Skills, mit Debuffs wäre interessant. Und dann geht es halt wieder, also im Prinzip ein Mini-AOE oder ein Mini-Pierce oder wie auch immer, wie oft man das die Stunde bekommt.
der Spezialist, Mana-Barriere, reduziert 80% des erleidenden Schadens, aber für 50% oder für alle 2 Schaden wird dir ein Mana abgezogen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Bis du halt keinen Mana mehr hast, und dann läuft der Buff aus. Ansonsten 45 Sekunden und Hele hat 30 Sekunden lang 90% Mana-Con. Vermutlich jetzt in den niedrigeren Leveln auch noch nicht so interessant. Später, wenn es bei 100% Cast, andererseits dann, wie gesagt, mit Mana und HP weiß ich nicht, wie stark das sein wird. Auf lange Sicht, Entschuldigung. Das hängt natürlich auch davon ab, in welcher Phase des Spiels man sich gerade befindet. Ist, was ich eben schon gesagt habe, halt auch schwierig, diese ganzen Skills und Fähigkeiten jetzt für das Early Game für Level 50 schon passend zu haben und dass die auch entsprechend skalieren. Das ist ein Test und ein Balance-Aufwand oder Auftrag, der nicht so einfach ist. Aber sicher eine interessante Sache. Es gibt quasi der Ignition System nur halt als klassenspezifische Fähigkeiten. Coole Sache, bin mal gespannt, wie das in das standardmäßige Monsterkloppen sich einfügt, ob man die aufspart, wie die verschiedenen Strategien sind, wie man die nutzt, was sich vielleicht dabei noch ändert. Kommen wir jetzt abschließend noch zum Thema Pets. Das Video ist schon sehr lang, ich dachte, wir gehen da schneller durch, aber nichtsdestotrotz. P1-Pets, eigentlich wie immer. Es gibt hier einen schönen Guide von einem echt tollen Kerl geschrieben. Geht bis Level 50. Die Buffs, also man kann beide Buffs bis Level 12 machen und um das zu haben, muss man Level 50er Pferd oder Drache haben. Drache gibt Hitrate und Eva. Pferd gibt Angriff und Verteidigung, Magieverteidigung. Pferd gibt, glaube ich, das ist unten noch ein Screenshot. Pferd gibt absolute Werte. Drache gibt relative Werte, was natürlich für einen Assassinen ist 15% Hitrate ist viel. Für einen Royal ist 15% Hitrate nicht viel, obwohl es besonders wichtig ist. Von daher muss man mal sehen. Die passiven, ja okay, könnt ihr euch in Ruhe angucken, ist wie vorher auch. Was vielleicht interessant ist, gerade für PvE-Purpose, man muss die Pferde nicht auf Level 50 ziehen. Wenn man das Pferd Level 31 hat, kann man, glaube ich, einen Buff auf Level 12 und den anderen auf Level 5 oder 6 machen. Und bei den meisten Klassen wird das Level 12er Angriff und Level 5er Verteidigung sein. Aber mit Absorb und Nachrüstung sollte das eigentlich Pillepalle sein, weil die Verteidigung nicht brauchen im Großen und Ganzen. Also das ist so eine Sache, die ich denke ich auch angehen werde. Ich werde mir direkt Level 50, Level 37, Level 12 und Level 6, ich glaube auch Level 31, Level 12. Muss man sich im Detail angucken, weil ich schon mal sagen will, man sollte sich anschauen, wie hoch man das Pferd wirklich bringt, um schon den Nutzen zu haben. Es wird wieder AFK-Pet-Level geben. Eventuell wird es vielleicht noch andere Systeme geben, wie man die Pets sonst mitlevelt. Dann, das haben wir im Trailer gesehen, gibt es Shiny Pets. Einmal ein Pferd und einmal ein Drache. Das hat wenn man ein normales Drachenei oder eine normale Panflöte das Quest abschließt, hat man eine kleine Chance, dass ein Shiny Pet kommt. Also auf jeden Fall was, wo man drauf hinfarmen kann. Wer sich zurückerinnert, ich glaube, ich hatte am Ende von Déjà-vu Classic irgendwie 12.000 Panflöten und Eier zusammen. Also interessant, so Shiny Pets rauszubekommen. Das scheint nur mit den Standards zu funktionieren, mit den blauen und rosanen aus dem Shop wird es wohl nicht funktionieren. Also das ist was, wo ich auf jeden Fall hin will, dass ich ein Shiny Pet habe. Und dann noch ein Feature, was ich glaube schlussendlich auch auf Classic gekommen ist, als ich dann immer gespielt habe. Bis zu 10 Mal die Stunde hat dein passives Pet Chance beim Gegner ein Item zu finden und das kriegst du dann. Also ich glaube, es war 10 Mal die Stunde. Also wenn du eine Stunde sogar bei den Schlangenstatuen AFK Pet levelst, kannst du bis zu 10 Items die Stunde bekommen. Wie gut oder schlecht die Items sind, sei mal dahingestellt.
Das ist, glaube ich, was P1-Pads angeht, alles, was interessant ist. Dann können wir noch einmal P2-Pads. Es gibt nur Eisbär und Jaguar. Es funktioniert alles ein bisschen anders wie auf dem Office-Server. Man füttert die auch mit dem normalen Pet-Food. Auf andere Sachen braucht man sich scheinbar nicht zu konzentrieren. Die AI, also das System, ist ja keine AI, das System, wie man die Pets steuert, ist wohl abgespeckt und vereinfacht, was ich gut finde. Und es stehen jetzt mittlerweile auch die tatsächlichen Skills hier im Guide drin oder im Wiki drin. Vorher waren das nur Placeholder. Jeder von den beiden hat einen Attack. Der Bär hat einen Poison, der Jaguar hat noch einen zweiten Attack. Und dann haben sie jeweils einen Self-Buff. Der Bär kriegt Verteidigung. Der Jaguar kann seinen Attack erhöhen. Und dann haben sie beide noch einen Buff für den Nutzer oder für wen auch immer. Einmal HP Recovery Speed, HP und MP Recovery Speed. Ich nehme an, das ist Regeneration. Da habe ich eben schon ein paar Mal was dazu gesagt. Ich weiß nicht, wie stark das sein wird. Die Werte müssen relativ hoch sein, dass das zieht. Und beim Jaguar ist es die Max HP und MP im PvE können um 3 und 5% erhöht werden. Und das Movement Speed. Wie viel weiß man nicht. Dann hat jeder der beiden noch einen guten Buff oder 2 gute Buffs. Beim Eisbär kriegt man erhöhte Battle Pass Points. Wie viele steht da auch nicht. Und beim Jaguar hat man eine erhöhte Drop Chance, slightly. Also wie viel weiß man auch nicht. So, und beim zweiten Buff für den Eisbär ist mehr Affinity Points. Und wenn ich das richtig verstehe, Affinity NPCs also love the Eisbär, dass das auch fürs Spenden von Items geht. Das wäre aber was man noch rausfinden muss. Und beim Jaguar ist es halt SP Gain slightly. Also für PvE wird es, denke ich, am Ende auf den Jaguar hinauslaufen. Movement Speed, Drop Chance und SP. Das ist eine Dreier-Kombo, die sehr nice ist mit Max HP und MP im Vergleich zu HP-MP-Regeneration. Wobei das natürlich auch abhängt, wie gut das Ganze ist. Vergessen, der Eisbär hat noch ein Silence für 5 Sekunden. Also müssen wir mal schauen. Scheinbar wird der Silence mit der PvP funktionieren. Was ein Punkt wäre, wo es wieder interessant wäre. Und ansonsten Battle Pass und Affinity ist, weiß nicht, kann ich jetzt nicht einschätzen. Für mich springt der Jaguar mit seinen Skills wieder mehr ins Auge erstmal. Und ich denke, das wird auch das erste P2-Pad sein, was ich mir anschaue. So, ich wollte euch im Tiered Spender noch was zeigen. Und zwar erstmal, da hat man eben drüber geredet, das ist dieses Iris Blessing, wo man für einen 10% von der Leiste voll macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn man den Tiered Spender komplett ausmaxt, 50.000 Cash kauft, das habe ich im letzten Video schon angesprochen, dann bekommt man am Ende das Celestial Spiral Horn Horse. Das hat man im Trailer gesehen, ich blende es hier nochmal ein. Das ist, wenn ihr euch an Official erinnert, wenn man da Level 31 macht und zu seiner Subklasse, also einer Subklasse auswählt, bekommt man so ein Anfänger-Horse oder so, also einen einfachen P2-Pad, was man reiten kann, das aber keine Angriffe und Skills hat. Und das ist genau sowas, nur dass es einen Movement Speed von 25 hat. Kann man jetzt diskutieren, dass auf Serverstart ein Pad mit Movement Speed 25 Pay to Win ist, immer 200 Euro Last. Okay, wir sind nicht ein WoW Classic, wo Movement Speed das Wichtigste überhaupt ist im Endeffekt. Wir sind immer noch ein LC, aber 25er Movement Speed ist an der Grenze zu Pay to Win, würde ich sagen. Aber du, ich hätte das Ding auch gern. Ich würde es mir, denke ich, nicht holen. Ich hoffe, dass
das Creator Cache auf den Tiered Spender einzahlt und ich es vielleicht am Ende von dem Ding irgendwie schaffe, wenn ich genug Videos mache. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich bin mal gespannt, ob im nächsten Tiered Spender ein neues Pet kommt, mit gleichen Conditions, nur anderes Modell oder was ganz anderes kommt. Hat halt so ein kleines Geschmäckle, würde ich sagen. Aber ich bin mal gespannt, wenn am Freitag das Ding live geht und wie viele von den Pferden dann schon rumlaufen. Ich meine, das ist Cache ne Tash für die Jungs, also ich gönne das jedem. Hat halt wie gesagt, hat halt ein Geschmäckle. Weiß nicht, wie schwer ich davon Fan bin. Aber mal schauen. Ich glaube, an der Stelle war das alles, was es zu den Pets zu sagen gibt. Mehr wissen wir im Moment nicht. Mehr wissen wir auch über die Klassen nicht. Über die Skills. Ich hoffe, dass da noch mehr Infos kommen die Woche, beziehungsweise dass sobald der Server live geht, wir die Infos sammeln können und der Guide aktualisiert wird. Etc. Dann werde ich auch vielleicht nochmal ein Update machen zu dem Video, wo wir nochmal drauf gucken. Ich meine, das ist sowieso alles ein Work in Progress. Die werden den Scheiß noch so dermaßen balancen, da bestimmt irgendwas auffällt, was besser ist als andere Sachen. Müssen wir mal schauen. Ansonsten war es das mit Systemen, die wir uns anschauen wollten. Vielleicht habe ich was vergessen, dann verzeiht mir. Es tut mir auch leid, dass das Video jetzt schlussendlich so lang geworden ist. Es gab halt viel mit den Klassen zu besprechen. Ich bin gespannt auf Freitag, was der Server alles bietet. Und wenn es euch auch so gibt, unten in der Beschreibung ist Registrierung-Links, wo ich einen kleinen Kickback bekomme, wenn ihr das Spiel aktiv spielt. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht die Woche noch mit dem zweiten Video, bevor der Server released. Und dann schauen wir mal ab Freitag ein Let's Play starten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Haut rein. Wir sehen uns.